nur sagen, mega, mega, mega. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ciao. Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute seht ihr ein neues Motorradvideo. Wer vielleicht mein letztes Motorradvideo gesehen hat, der wird sich vielleicht fragen, wieso hat der schon wieder eine neue Maschine? Ich war ja ziemlich zufrieden mit meiner Mondial, die ich zuletzt vorgestellt habe. Allerdings haben sich irgendwie meine Prioritäten in den letzten Monaten so ein bisschen verändert. Allerdings steckte mir immer so in der Nase, mal wieder eine richtige Fernreise zu machen. Also meine letzte Fernreise mit dem Motorrad ist schon sehr, sehr lange her. Das war 2009. Da war ich in der Sahara, in der tunesischen Sahara, und das war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Und irgendwie steckt mir das so ein bisschen in der Nase und ich will ganz gerne irgendwann mal wieder eine richtig coole Reise machen und irgendwie nicht so eine 0815-Reise. Also das hat dazu geführt, dass ich mich auf die Suche begeben habe nach einem neuen Motorrad. Allerdings bin ich natürlich vom Budget her limitiert gewesen und habe dann erstmal geguckt nach gebrauchten Maschinen auf dem Markt. Ja, wenn man natürlich ein begrenztes Budget hat, dann muss man natürlich schauen, welches Motorrad in Frage kommt. Für mich kamen irgendwie nicht so richtig diese ganzen japanischen Soft-Enduros in Frage. Ganz einfach, weil die mir irgendwie zu weich sind und irgendwie auch, weiß ich nicht, da fehlt das gewisse Etwas. Also ihr werdet vielleicht lachen, aber Motorrad ist für mich ziemlich, ich sag mal, so ein emotionaleres Thema als vielleicht noch das Auto. Klar, Auto auch, aber Motorrad ist für mich so eine Sache, das muss mich irgendwie, keine Ahnung, anmachen oder das muss irgendwas Besonderes haben und das sollte auch nicht an jeder Ecke stehen. Und ja, die Japaner sind natürlich super zuverlässig, gar nicht die Frage, aber letzten Endes ja, muss es irgendwas anderes sein. Ich bin ja 2009 in die Sahara gefahren mit einer MZ Bagheera und das ist wirklich ein tolles Motorrad. Also meiner Meinung nach ist die Maschine, obwohl sie relativ unbekannt ist, ja, eigentlich allen japanischen Soft-Enduros überlegen und aber auch allen, ich sag mal, österreichischen Hard-Enduros überlegen, ganz einfach, weil sie einfach hält. Die ist vollgasfest. Aber wie gesagt, heute soll es ja nicht um die Bagheera gehen, sondern um diese Royal Enfield Himalayan, für die ich mich letzten Endes entschieden habe. Ja, die MZ habe ich relativ lange gehabt und klar, es hätte jetzt nahegelegen, mir nochmal eine zu kaufen, um die nochmal aufzubauen mit Gepäckträgern und vielleicht einen großen Tank und so weiter. Aber ich wollte einfach mal was anderes haben. Und im Prinzip durch Zufall bin ich auf diese Maschine gestoßen. Als allererstes muss man sagen, wenn ihr die Maschine zum ersten Mal seht, werdet ihr vielleicht entweder denken, okay, wie sieht die denn aus? Die sieht so ein bisschen komisch aus von der Linienführung. Da können wir ja gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber auf den zweiten Blick ist es wirklich so, dass diese Maschine was ganz Besonderes hat. Also erstmal rein optisch. Und wirklich, der Durchbruch ist wirklich, wenn ihr mit der Maschine Probe fahrt. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe die Maschine jetzt einige Wochen und habe sie schon intensiv getestet und möchte euch deswegen an meinen Eindrücken teilhaben lassen und auch so ein bisschen intensiver auf einzelne Aspekte eingehen. Und wer von euch sich jetzt vielleicht fragt, wie der Typ dazu kommt, irgendwie sich so ein Urteil über solche Maschinen erlauben zu können, dem sei gesagt, dass ich nicht ganz, ich sag mal, unbeleckt bin. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur der typische, ich sag mal, Hobby-Motorradfahrer, der selber Motorrad fährt und sich was kauft und dann irgendwie erzählt, wie er das findet. Das ist auch okay. Aber ich habe zumindest früher beruflichen Hintergrund auch gehabt. Ich bin ja relativ lange auch Zweiradmechaniker gewesen, also bis konkret 2001. Dann bin ich aus der Branche ausgestiegen und habe nochmal was ganz anderes gemacht. Ja, weil ich einfach was anderes machen wollte. Fakt ist aber, ich habe irgendwie 6 bis 7 Gesellenjahre in der Branche auch gearbeitet. Also nicht nur die Ausbildung gemacht, sondern auch als Geselle gearbeitet. Und habe in meiner Laufbahn eine ganze Menge Maschinen gefahren und habe auch an einer ganzen Menge Maschinen rumgeschraubt. Meine Haupterfahrung ist so im Bereich Yamaha, aber auch BMW und kann mir deswegen auch ein relativ gutes Urteil darüber bilden, ob die Maschinen was taugen, ob die halten und natürlich auch, wie die fahren. Ich selber habe natürlich auch eine Menge Erfahrung. Ich fahre seit fast 30 Jahren Motorrad. Und ja, habe so einiges ausprobiert. Ich bin 3 Jahre Cup-Rennen gefahren, Einzylinder Cup-Rennen,
habe also auch einige Erfahrungen auf der Rennstrecke und was so ein bisschen die Fahrtechnik auch auf der Straße anbetrifft. Ein relativer Neuling bin ich im Bereich Offroad oder Enduro. Das ist so eine Sache, die ich mir ja irgendwie selber beigebracht habe oder auch immer noch dabei bin, Sachen irgendwie zu trainieren oder auszuprobieren, und ich habe da irgendwie Bock drauf. Von daher ist es durchaus eine Sache, wo ihr sehen könnt, dass ich ja, glaube, dass es so ein bisschen Hand und Fuß hat, was ich euch hier versuche zu erzählen. Natürlich gibt es immer Leute, die andere Meinungen haben, und ihr müsst euch eure eigene Meinung bilden. Ich kann euch nur sagen, wie ich das empfinde und was meine Erfahrungen sind und was für mich wichtig ist, was meine Prioritäten sind beim Motorrad. Und die sind vielleicht nicht immer so, wie es vielleicht bei euch ist. Also ihr müsst euch das überlegen. Ich bin eher so ein bisschen auf dieser, ich sag mal, eher Oldschool-Schiene unterwegs oder lege sehr viel Wert auf Haltbarkeit, auf Robustheit und weniger irgendwie auf so Schickimicki-Sachen oder irgendwie hier das Neueste und das Beste und das Tollste unbedingt haben zu müssen. Sondern manchmal ist weniger eben mehr. Ja, also es wird vielleicht einige von euch geben, die diese Maschine schon kennen, weil in letzter Zeit ist die halt unglaublich populär geworden. Das ist echt erstaunlich, wie die Marke Royal Enfield jetzt auf dem europäischen Markt irgendwie eingeschlagen ist. Das liegt einfach daran, dass die einfach wahnsinnig tolle, auch Retro-Motorräder bauen. Also die Interceptor oder die Continental GT, das sind einfach Wahnsinnsmotorräder, auch für den Preis. Und irgendwo sind die relativ konkurrenzlos. Und es werden endlich mal wieder Maschinen gebaut, die nicht aussehen, als würden sie von Toys R Us stammen, sondern die sehen wieder aus wie richtige Motorräder. Und das ist eigentlich so der Ausgangspunkt gewesen. Ich habe wieder so ein bisschen angefangen, mich für Motorräder mehr zu interessieren, also nicht nur damit zur Arbeit zu fahren, sondern wieder so ein bisschen Enthusiasmus zu entwickeln, wie ich das früher mal hatte und wirklich extrem viel gefahren bin. Und ja, im Zuge dessen bin ich auf die Himalayan hier gestoßen. Ja, die Leute, die Maschinen nicht kennen und die nicht schon einiges von diesem Modell gesehen haben, werden sich natürlich für die Specs, also für die technischen Daten interessieren. Die Maschine wiegt 199 Kilogramm vollgetankt, fahrfertig, und zwar realistisch fahrfertig. Das heißt, üblicherweise ist es so, dass diese fahrfertigen Angaben so gemessen werden, dass der Kraftstofftank zu 90% gefüllt ist. Also nicht 100%, auch nicht zur Hälfte, sondern zu 90%. Und damit habt ihr eine 199 Kilogramm fahrfertige Maschine, was wirklich gut ist. Warum das gut ist, dazu kommen wir vielleicht später noch so ein bisschen, wenn es in Richtung Reisetauglichkeit Offroad geht. Ja, viele von euch werden wissen oder auch nicht wissen, dass die Maschine gerade mal in Anführungsstrichen nur 24,3 oder 24,5 PS hat, aber lasst euch davon nicht täuschen, fahrt mit dem Ding und dann werdet ihr sehen, was 24 PS bedeuten. Ja, ansonsten haben wir vorne ein 21 Zoll Vorderrad, das ist klassische Enduro-Größe. Hinten haben wir ein 17 Zoll Hinterrad. Wir haben klassischere Enduro-Räder, das heißt Speichenräder mit Schläuchen, bedeutet also reparaturfreundlich und Offroad-tauglich. Also keine Gussräder. Speichenräder sind einfach flexibler und elastischer, was im Gelände einfach ein großer Vorteil ist. Natürlich auch ein großes Vorderrad hat einen riesen Vorteil. Ich will euch jetzt nicht unbedingt mit Theorie langweilen, aber großes Vorderrad bedeutet einfach, dass ihr viel besser über Hindernisse fahren könnt, und das in jeglicher Hinsicht. Gleichzeitig ist dieses Motorrad aber auch relativ niedrig. Ihr habt hier normalerweise eine Sitzhöhe von 80 cm. Der Sitz ist natürlich etwas breiter als vielleicht bei einer Hard Enduro, sodass das alles in Relation zu sehen ist, aber ihr kommt wirklich mit der Maschine super klar, auch wenn ihr relativ klein seid. Ich persönlich bin 1,75, das ist jetzt, ja, sagen wir mal mittelgroß, und ich habe überhaupt keine Probleme mit der Maschine, und ich habe sie im Gegenteil auch noch ein bisschen höher gelegt. Warum? Da komme ich später dazu. Es ist also eine Maschine, also eine Enduro mit wirklich ausreichenden Federwegen, mit sehr niedriger Sitzhöhe. Das heißt auch, ich sag mal, Frauen oder kleinere Männer kommen wirklich gut mit dieser Maschine klar. Und das ist wirklich ein großer Vorteil, vor allen Dingen dann, wenn ihr im Gelände unterwegs seid. Auf der Straße ist das jetzt keine große Sache, die Sitzhöhe, oder auch Gewicht ist keine große Sache, aber sobald ihr mit der Maschine ins Gelände abbiegt, merkt ihr jedes Kilogramm. Und das war einfach auch der Grund, warum ich auf keinen Fall ein Motorrad haben wollte, was übergewichtig ist. Ja, die anderen technischen Daten sind neben dem Motor, der ja wie gesagt gute 24 PS Nennleistung hat,
hat die Maschine ein maximales Drehmoment von 32 Newtonmeter. Das hört sich nicht viel an, ist aber wirklich astrein. Vor allen Dingen deswegen, weil die Drehzahl bzw. die maximale Drehmomentkurve bei 4250 Umdrehungen bereits anliegt. Und das ist wirklich haargenau in dem Bereich, den ihr wirklich bei dieser Maschine am meisten nutzt. Also das ist wirklich ideal vom Drehmomentverlauf, und diese 411 Kubikzentimeter haben einfach einen unglaublichen Effekt, und es ist ein Einzylinder. Das heißt, ihr habt massiv Druck von unten. Zum Motor kommen wir aber später nochmal. Ansonsten haben wir natürlich hier einen klassischen Stahlrahmen, ultra robust. Das ist einfach alles das, was wir brauchen an so einer Maschine. Die Federwege bewegen sich im Bereich von 200 mm vorne und hinten. Die Federgabel vorne ist normalerweise nicht einstellbar. Das kann man aber so ein bisschen verändern, das zeige ich euch später noch. Am Hinterrad habt ihr einfach ein Monoshock-Federbein, das heißt ein zentrales Federbein, da kommen wir auch später noch zu. Insgesamt ist es so, dass die Maschine wirklich nur das hat, was unbedingt nötig ist. Einige Sachen an meiner Maschine, da kommen wir gleich noch zu, sind so ein bisschen modifiziert, weil ich die schon umgebaut habe, um sie noch so ein bisschen Offroad-tauglicher oder noch fernreisetauglicher zu machen, um sie so ein bisschen auch individuell auf mich anzupassen. Dazu kommen wir später noch. Ja, was sonst noch interessieren könnte, ist natürlich der Tankinhalt. Also ihr habt hier bei der Maschine einen Tankinhalt von 15 Litern. Davon sind aber auch 5 Liter Reserve. Zu diesen Besonderheiten kommen wir später noch. Fakt ist aber auch, dass die Maschine gerade mal einen Realverbrauch, also ich rede wirklich von Realverbrauch, also keinen, der irgendwo auf dem Blatt Papier steht, von 3,5 bis 3,7 Liter auf 100 Kilometer hat. Das habe ich ausprobiert. Ich bin auch viel Offroad-Anteile gefahren. Da kann natürlich schon mal sein, dass der Verbrauch so an die 4 Liter geht. Aber im Prinzip habt ihr mit der Maschine eine sehr, sehr große Reichweite, die sich auch im Bereich so um die 400 Kilometer bewegen dürfte. Ich habe den Tank allerdings noch nicht komplett leer gefahren. Was ich euch zur Form vorhin gesagt habe, ist einfach die Tatsache, dass die Maschine vorne relativ hoch ist. Das heißt, die Linienführung über den Tank ist relativ klassisch, aber danach ist der Scheinwerfer doch relativ weit oben angebracht, wie ihr sehen könnt. Ja, das ist schon was Besonderes. Normalerweise sind bei den Enduros durchaus die Scheinwerfer tiefer, oder ihr habt eine wirklich hochgezogene Lampenmaske, wie bei der Tenere zum Beispiel bei Yamaha, was auch in Ordnung ist. Aber das ist wirklich relativ ungewöhnlich bei dieser Maschine. Was ebenso ungewöhnlich ist, sind hier diese Tankpads, ne, oder diese Tankschutzbügel, wie man sie nennen kann. Aber die sind natürlich dafür da, nicht nur, dass ihr da eventuell Gepäck dranhängen könnt, sondern ihr könnt tatsächlich auch hier Reservekanister, Zusatzhalter anbringen, sogenannte Jerrycans. Das ist eine ziemlich geile Sache, und mit dieser Geschichte könnt ihr die Reichweite von eurer Maschine ziemlich steigern. Ich persönlich habe mir diese Teile hier gekauft und 2 3-Liter-Kanister. Das heißt, wir haben jetzt ein Gesamttankvolumen von 15 Litern im Tank und dann nochmal 6 Liter Reservekanister, die ihr nutzen könnt, wenn ihr wirklich eine Fernreise macht und glaubt, dass ihr innerhalb der nächsten 400 Kilometer keine Tankstelle findet. Ihr könnt natürlich auch größere Jerrycans anbauen, zum Beispiel 5 Liter. Das heißt, ihr habt dann insgesamt 10 Liter zusätzlichen Sprit an Bord, was ziemlich cool ist. Ja, also diese Bügel hier sind nicht wirklich nur theoretischer oder kosmetischer Natur, sondern haben tatsächlich auch ihren Zweck. Ja, was ist noch die Besonderheit? Also ihr habt hier oberhalb des Vorderrades habt ihr einen sogenannten Mudguard, der einmal dafür sorgt, dass natürlich Lehm und Steine erstmal abgehalten werden, und vor allem auch hier in dem Frontbereich hier, wo die Skidplate, also der Unterbodenschutz oder die Motorschutzplatte sich befinden, dass ihr da einfach Schutz habt und nicht so viel Dreck habt. Und andererseits habt ihr hier diesen Kotflügel, dieser kleine, relativ neckische Kotflügel, der hier vorne ist. Ja, das ist so ein bisschen entenschnabelmäßig. Der sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ja, also hat irgendwie was Besonderes. Genau, so, was haben wir noch hier vorne? Gehen wir mal von vorne nach hinten. Also wir haben das große 21 Zoll Vorderrad. Wir haben hier an Bord im Moment Bridgestone AX41 Badlex Reifen oder Adventure Cross
AX41 Reifen. Zu denen sage ich später noch mal ein bisschen was, wenn es um Offroad geht. Also das sind einige von meinen Modifikationen. Ja, dann haben wir hier natürlich Speichenräder 21 Zoll. Wir haben eine klassische Bremsscheibe vorne mit 2 Kolbensätteln, klassisch angelenkt. Wir haben hier, wie ihr unschwer erkennen könnt, hier unten das Sensorrad für den ABS-Sensor. Weil leider ist es ja so, dass mittlerweile seit 2021 ihr kein einziges Motorrad mehr kaufen könnt, ohne ABS zu haben. Die Besonderheit hier ist allerdings, die Maschine hat ein Zweikanal-ABS, das heißt vorn und hinten getrennte Regelkreisläufe und ihr könnt das ABS für hinten abschalten, was Offroad wirklich eine sehr gute Geschichte ist. Ja, ansonsten hat die Maschine hier unten serienmäßig einen Motorschutz. Ne? Der ist jetzt nicht so schlecht, er ist relativ gut. Also ich finde, er ist gut. Es gibt natürlich Leute, die meinen, der ist nicht stabil genug, aber für den Zweck, wofür der hier eigentlich da ist, passt er ganz gut. Ja, dann haben wir ein weiteres Detail. Hier vorne befindet sich ein Ölkühler. Ne? Der hat gleichzeitig hier serienmäßig bereits einen Ölfilterschutz oder Ölkühlerschutz. Ja, soweit hier vorne. Ja, klassische Blinker, ganz normale Blinker. Ne? Ein relativ moderner, ich glaube ein H7-Scheinwerfer ist das, glaube ich. Der ist klassisch, also kein LED-Scheinwerfer, aber sieht wirklich gut aus. Die Leute, die die Maschine vielleicht kennen, wissen aber auch, dass dieses Windschild, was ich hier dran habe, kleiner ist als das Originale. Leider ist es so, dass das normale Windschild zu viele Luftverwirbelung produziert, und zwar genau da, wo man sie nicht haben will, und das ist direkt im Sichtfeld des Helmes, was dazu führt, dass man überhaupt nicht mit offenem Visier fahren kann, und das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, so dass ich jetzt hier gesagt habe, also entweder mache ich das Schild kleiner oder größer. Größer, ja, sieht nicht so schlecht aus, aber ich will mir nicht so die Sicht nach vorne verbauen, vor allen Dingen, wenn ich Offroad fahre, dann möchte ich nicht unbedingt so eine Glasscheibe immer vor der Nase haben. Optisch ist natürlich die kleine Scheibe so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also ihr müsst euch dran gewöhnen. Also die Silhouette der Maschine sieht dadurch anders aus, aber man gewöhnt sich recht schnell dran. Ja, dann kommen wir mal zum Cockpit an sich. Wie ihr seht, ist das Cockpit wunderbar. Also es ist ein sehr, sehr schönes Cockpit. Ich mache es mal an. Ja, also das Cockpit ist echt klasse. Ja, wir haben klassische Rundinstrumente, einmal in Meilen die Angabe und in Kilometer pro Stunde. Wir haben ein Drehzahlmesser, wir haben eine Motorkontrollleuchte, wir haben eine Batterie- bzw. Lichtmaschinenleuchte, wir haben eine ABS-Leuchte, wir haben eine wunderschöne Tankanzeige hier unten, ne, die ist echt ziemlich cool. Und wir haben daneben einen Kompass. Und ein Kompass ist mega gut. Also einige werden vielleicht drüber lachen, aber tatsächlich hilft das in einigen Situationen, sich zu orientieren, vor allen Dingen da, wenn ihr so ein bisschen abseits ja, der Vegetation oder der Zivilisation unterwegs seid. Das ist ein sogenannter, eine Trip- oder Tripper-Navigation. Das ist eine Navigationslösung, die mittels Pfeilnavigation arbeitet und dann über eine spezielle App von Royal Enfield gesteuert wird. Die funktioniert im Prinzip mit Google Maps, ist durchaus brauchbar, wenngleich natürlich auch heutzutage man lieber eher eine Kartennavigation hat. Das heißt, ihr könnt halt optisch viel besser sehen, ob ihr euch in die richtige Richtung bewegt. Ja, was haben wir hier vorne noch für Besonderheiten? Wie ihr seht, ist hier ein Lenker verbaut, der hat eine Mittelstrebe. Das ist nicht der Originallenker, sondern der Originallenker, ja, der hat keine Mittelstrebe, ist aus Stahl. Und ich habe den hier ersetzt durch einen Aluminiumlenker. Ja, einmal der Optik wegen, und der ist auch minimal breiter. Und er hat halt diese Mittelstrebe, was ich also optisch ziemlich cool finde. Gleichzeitig bedeutet der breitere Lenker natürlich aber auch, dass ihr weniger Platz habt, um zwischen Autos durchzufahren, was auch wieder schlecht ist. Und deswegen habe ich hier die Vibrationsdämpfer an den Lenkerenden einfach weggelassen, weil ich brauche die nicht, und ich finde, die Maschine macht keine unangenehmen Vibrationen, also ich brauche sie nicht. Was man hier noch sehen kann, sind diese ja, Brake Lever oder Bremshebel, und zwar sind das verstellbare Hebel. Die sind aus dem Zubehör, ne, die sind ziemlich cool. Ne? Und zwar, ja, die Originalen sind ganz normale Brems- und Kupplungshebel.
Ne, die sind jetzt nicht schlimm, aber ich fand die einfach erstmal optisch ziemlich cool und ihr könnt die so ein bisschen auf die Hände anpassen. Und ja, was man hier noch sieht, ist, dass diese Teile auch noch relativ kurz sind. Ne? Das heißt hier, die sind hier gekürzt. Und zwar habe ich das gemacht, weil wenn ihr gekürzte Hebel habt, dann könnt ihr im Prinzip viel besser hier die Hebel ziehen, ohne euch die Finger einzuklemmen. Vor allen Dingen dann, wenn ihr im Gelände fahrt und ihr dann mit 2 Fingern die Hebel benutzt. Ganz normal sind auch diese Spiegel hier. Ne? Das sind relativ stinknormale Spiegel, aber die funktionieren wirklich gut. Also es ist jetzt nicht wirklich unbedingt Not am Mann, die Dinge auszutauschen. Ne? Also muss nicht unbedingt sein, wenn ihr das nicht unbedingt wollt. Ja, was haben wir sonst noch hier im Cockpit? Wir haben hier noch einen Handyhalter. Ne? Ja, dieser Handyhalter hier, der ist einfach dafür da, um mein Handy vernünftig zu transportieren, während ich es als Navigationslösung benutze. Und zwar eine sehr solide Halterung, die ist hier von Amazon. Die hat einen Vibrationsdämpfer und ja, sorgt einfach dafür, dass das Handy einfach gerade im Gelände auch besser geschützt ist. Ja, was man sonst noch sieht, sind hier diese Verstellhülsen. Das ist auch nicht Serie. Das sind von Hitchcocks Motors in Großbritannien Preload Adjuster, also Vorspannhülsen. Das heißt, ihr könnt hier mit diesen Einstellrädchen hier die Vorspannung der Feder etwas erhöhen und somit ein bisschen straffer machen. Was sonst natürlich nicht fehlen darf, sind natürlich Handguards. Ne, im Englischen sagt man ja auch Barkbusters, wobei das von irgendeiner Firma kommt, die tatsächlich so heißt. Das sind hier ganz normale Handguards von Polo. Ne, die passen ganz gut hier dran. Ihr müsst natürlich immer so ein bisschen gucken, wenn ihr diese Handschützer anbaut, dass das mit den Lenkarmaturen passt. Ne, ist manchmal so ein bisschen tricky. Ja. Die sind einfach dafür da, um die Maschine zu schützen, beziehungsweise die Brems- und Kupplungshebel zu schützen, für den Fall, dass ihr euch im Gelände mal auf den Bart legt. Gut, kommen wir hier oben noch mal zu. Also das ist ja ein klassischer Blechtank, ne, 15 Liter Tank, solides Blech. Ja, dann haben wir hier oben noch was vielleicht ganz Interessantes. Und zwar hier, das ist von Givi ein sogenannter Tanklock. Das heißt eine Halterung am Einfülldeckel, wo ihr quasi Tankrucksäcke von Givi einhängen könnt. Das ist relativ praktisch, weil ihr braucht keine Gurte, könnt ihn relativ schnell abmachen. Ja, hier oben seht ihr direkt, das ist natürlich nicht die Originalsitzbank. Ne? Also, und zwar, warum habe ich die Sitzbank getauscht bzw. neu bezogen? Das hat einfach den Grund, die Originalsitzbank steht nicht gerade in dem Ruf, dass sie besonders gut sein soll auf langen Strecken. Also ich bin mit dem Ding gefahren und an für sich war die Sitzbank nicht verkehrt. Ne? Die hat mir schon ganz gut gefallen. Aber erstmal wollte ich optisch ein bisschen was Besonderes haben und zweitens wollte ich die ein bisschen straffer machen. Und ich habe quasi hier in diesem Bereich ein Gelkissen eingearbeitet, ne, was den Sitzkomfort etwas erhöht. Und ich habe hier auch natürlich neue Bezüge genäht, hier mit Ziernähten. Das sieht einfach optisch besser aus und ja auch noch eine zusätzliche Lage Polstervlies, um die ein bisschen straffer zu machen. Also die Sitzhöhe dürfte dadurch nicht höher geworden sein. Na, keine Ahnung, vielleicht einen halben Zentimeter maximal. Allerdings ist sie auf jeden Fall etwas straffer. So, was haben wir sonst noch? Ja, hier sind die Kunststoff-Seitendecke. Ne? Die sind ganz normal festgeschraubt. So, was haben wir hier noch? Ja, hier sind unsere Sturzbügel. Das sind Motorsturzbügel von Givi. Ja, die sind ziemlich massiv. Ich hatte erst andere dran. Aber diese Givi-Teile sind wirklich extrem solide. Deswegen habe ich mir die Dinger gegönnt allein. Ja, dann haben wir noch die Fußrasten etwas modifiziert. Ne? Wer von euch mal nach solchen Fußrasten schaut, weil er sagt, okay, die Originalen sehen nicht so cool aus, der kann mal so ein bisschen schauen nach Suzuki DR650 Fußrasten. Die dürften dann passen. Also die habe ich jetzt hier von Amazon bestellt. Die funktionieren, sehen ganz cool aus. Das Einzige, was ich eben machen musste, ist hier diese Bohrung oder die Passung der Fußraste etwas anpassen. So, was man noch sehen kann, ist hier, wir haben Schalthebel. Die sind aus Stahl.
Also nicht aus einem Gussaluminiumteil, was vielleicht cooler aussehen würde, aber die sind auch aus ganz normalen Stahl. Und das bedeutet eben, wenn ihr euch damit auf den Bart legt, dann bricht das Ding nicht sofort ab, sondern ihr könnt das Ding einfach wieder gerade biegen. Dann haben wir hier natürlich einen Seitenständer und einen Hauptständer. Das ist wirklich sehr praktisch, wenn ihr irgendwas an dem Motorrad machen wollt oder müsst. Und modifiziert ist hier lediglich diese Ständerplatte, die dafür sorgt, dass die Aufstandsfläche vom Seitenständer im losen Untergrund etwas besser ist. Wie ihr seht, haben wir hier ein rotes Federbein. Ne? Ja, das Original-Federbein ist nicht schlecht, aber ich habe mir direkt hier ein YSS Federbein eingebaut, was einfach eine etwas bessere Dämpfungsrate hat. Ja? Und das Coole ist an diesem Federbein ist, ihr könnt es einstellen. Ne? Ihr könnt hier unten die Höhe des Federbeins einstellen und regulieren. Das ist ziemlich cool. Gleichzeitig habe ich hier sogenannten Drop-Link-Kit eingebaut. Das heißt, diese Knochen hier, diese Umlenkhebel, sind etwas kürzer, sodass die Maschine insgesamt um 2,5 cm höher ist als original. Hauptgrund, warum ich das gemacht habe, um einfach die Bodenfreiheit etwas zu erhöhen. Wenn ihr über Felsbrocken fahrt im Gelände, macht das auf jeden Fall Sinn. Ja, ansonsten haben wir hier noch eine sogenannte Toolbox oder Werkzeugbox, die habe ich hier angeschraubt. Das ist einfach, um später hier ein Bordwerkzeug anbringen zu können. Das ist eine ziemlich praktische Sache, weil wenn ihr auf große Tour geht, dann solltet ihr schon schauen, dass ihr da auch Werkzeug mitnehmen könnt. Und da habt ihr zumindest etwas Kapazität. Ja, das Heck das ist nichts Besonderes. Das ist ein ganz schlichtes Heck, aber sieht wirklich gut aus. No? Ja, sonst haben wir noch sogenannte Seitengepäckträger, sogenannte Backtags. Ne? Also das sind hier diese flachen Träger. Die habe ich mir selber nicht ausgesucht, die hatte der Händler bereits angebaut. Ich habe nämlich die Maschine gekauft mit einem kompletten Koffersatz von Motea. Ich packe euch mal die Links in die Beschreibung. Diese Motea-Koffer sind ziemlich cool, vor allem sind sie preiswerter als die Original Royal Enfield. So, dann gehen wir mal weiter. Also der Auspuff ist aus Edelstahl. Ein sehr schöner Auspuff, etwas hochgelegt, der auch wirklich sehr gut klingt. Ne, ihr seht hier unten Edelstahlkrümmer, der bis hier nach oben geht. Ne? So, das Teil hier ist ebenfalls nicht original. Und zwar dieser Hauptbremszylinder hier von der hinteren Bremse hat original keine Abdeckung. Naja, und die meisten, die so eine Maschine haben, die bauen sich da so ein Teil an. Ich habe mir das Ding selber gebaut. Das war mein Ankerblech von der Bremse von einem BMW oder von einem VW, ich weiß es nicht genau. Ja, hier wieder der Bremshebel. Ne? Wie gesagt, er sieht jetzt nicht wahnsinnig toll aus, aber er ist aus Stahl und dementsprechend robust. Ja, kommen wir mal zum Motor. Es handelt sich ja hier um einen 410 Kubik Einzylindermotor. Ne? Der hat eine oben liegende Nockenwelle und wird gesteuert über 4 Ventile. Und was eben cool ist an dem Motor ist, dass die Ventile über Einstellschrauben verstellt werden können, was natürlich im Hinblick auf die Wartung und auf die Kosten in der Werkstatt eigentlich ein erheblicher Vorteil sind, weil ihr braucht kein Spezialwerkzeug dafür, außer natürlich eine Fühlerlehre, um das Ventilspiel zu messen, und jeder, sag ich mal, Landmechaniker irgendwo auf der Welt kann das machen.
Ja, die Besonderheit von dem Motor, die erfahrt ihr wirklich erst dann, wenn ihr tatsächlich selber fahrt. Das Besondere ist, ihr merkt sofort, da ist irgendwo Hubraum. Ne? Also die über 400 Kubik ist schwer zu beschreiben. Obwohl ihr nur eine Nennleistung von 24,5 PS habt, habt ihr durch das Drehmoment und durch diesen wirklich optimalen Bereich, wo sich quasi der Motor immer bewegt in der Realität, habt ihr einfach ein wunderbares Fahrgefühl. Und was wirklich faszinierend ist an diesem Triebwerk ist, dass er fast schon seidig für einen Einzylinder rauszieht. Natürlich ist es nicht so, dass euch dieser Motor vom Hocker reißt, wenn ihr auf der Landstraße durchzieht, aber es reicht auf jeden Fall aus, um zu überholen, und es reicht auch aus, um auf der Autobahn zügig zu fahren. Also 110, 120 könnt ihr durchaus Reisetempo fahren. Und ich sag mal, das ist natürlich auch nicht der Bereich, wo diese Maschine zu Hause ist, aber trotzdem könnt ihr ohne Probleme auch Autobahnetappen überwinden. Und wenn ihr überlegt, wofür diese Maschine da ist, dann ist das genau richtig. Also keine Angst. Die Leistung ist wirklich mehr als ausreichend. Manchmal ist weniger einfach mehr. Das merkt ihr aber erst, wenn ihr wirklich damit fahrt. Ja, dann kommen wir nochmal zur Ergonomie von dem Motorrad. Also ihr habt jetzt allein durch den etwas höheren Lenker, den ich hier habe, beziehungsweise die 30 mm höheren Riser, eine etwas entspanntere Sitzposition bereits, wenn ihr normal sitzt. Und ihr könnt hier den Sitz benutzen, um den Hintern nach hinten zu schieben. Und das hat den Vorteil, dass ihr auch den Rücken hier schön gerade bekommt. Ihr hängt also nicht so durch. Ne? Also es gibt Leute, die sitzen dann so auf dem Moped, und das ist auf Dauer wirklich nicht gut für den Rücken. Und ihr könnt auch auf langen Strecken oder wenn ihr Autobahn fahrt, auch wunderbar mal nach hinten gehen und habt hier eine sehr entspannte Situation in eurem Kreuz. Ja, die Stehposition ist ebenfalls sehr entspannt. Also ich kann jetzt hier mit meiner Größe wunderbar drauf stehen. Es ist ja mit der Lenkererhöhung wirklich angenehm. Ihr könnt es aber auch so lassen. Probiert es einfach aus. Ihr müsst die nicht erhöhen. Ich fand es etwas angenehmer, weil ich dann etwas gerader stehen kann und muss mich nicht so runterbeugen, wenn ich stehe. Also die Ergonomie passt wunderbar. Ebenso könnt ihr hier nochmal die Sitzhöhe sehen. Alles sehr entspannt. So, kommen wir mal zum Fahrwerk. Ja, die Gabel vorne ist wirklich auch im Originalzustand schon wunderbar. Sie ist relativ weich und komfortabel und bügelt wirklich alles weg. Nur wenn ihr wirklich Hardcore oder mit Gepäck oder auch mit Socia oder Sozius im Gelände fahren wollt und etwas mehr Reserven möchtet, dann macht es durchaus Sinn, dass ihr euch vorne hier ja, so ein bisschen in so ein Upgrade gönnt. Ne, ich habe das ja mit meinen Vorspannhülsen gemacht, mit meiner Einstellung, und ich habe etwas dickeres Gabelöl drin, 15W20 Gabelöl, das ist etwas besser von der Dämpfung. Ja, ich habe Federn drin von Hitchcocks, die sind 10% härter von der Federrate, und ja, die sind wirklich klasse. Also die Gabel bügelt vorne alles weg, und die Reserven im Gelände sind jetzt auch etwas höher. Ja, kommen wir mal zum Federbein hinten. Ihr seht hier, es ist momentan relativ straff noch eingestellt, allerdings dürft ihr nicht vergessen, normalerweise habe ich da hinten noch Koffer drauf, und wenn ich vielleicht Offroad ins Gelände fahre, und ich bin jetzt mit Gepäck unterwegs auf einer längeren Reise, dann haben wir definitiv hinten mehr Gewicht, und dann kommt die hinten ruhig noch etwas tiefer. Ja, kommen wir mal zum Federbein hinten. Das Original-Federbein ist durchaus in Ordnung, also ihr habt damit wirklich keine Probleme.
Bei mir ist eher der Fall, dass ich aufgrund dessen, dass ich halt Offroad fahre oder halt auch vor allen Dingen Offroad plane mit viel Gepäck. Und ja, dann möchte ich ganz gerne etwas mehr Reserven und mag es im Prinzip auch etwas härter, nicht so sehr weich. Und das hat auch so ein bisschen den Vorteil, wenn ihr auf der Straße fahrt mit diesem Fahrwerk, dann habt ihr sehr, sehr viel Stabilität. Also ihr könnt mit dem Motorrad dann fast schon so fahren wie mit einem, naja, nicht ganz wie mit einem Sportmotorrad, aber durchaus auch mit einem gut straff abgestimmten normalen Motorrad. Die Stabilität habt ihr dann mit der Enduro auch. Obwohl natürlich durch diese langen Federwege eine Enduro naturgemäß instabiler natürlich ist, ne, als eine Sportmaschine. Aber ihr könnt mit einem etwas härteren Fahrwerk-Setup insgesamt, so wie ich das hier habe, viel Stabilität auch nochmal zusätzlich reinbringen in das ganze Fahrwerk. Und ihr habt im Offroad-Bereich einfach mehr Reserven. Ja, kommen wir mal zum Fazit. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, bin ich ziemlich begeistert von dem Moped. Also ich war total überrascht, obwohl ich ja ziemlich viel Erfahrung habe beim Fahren und auch mit Einzylindern, bin ich von diesem Motor wirklich extremst überrascht worden, wie seidig und schön der von unten rauszieht. Das Fahrwerk ist klasse, die ganze Haptik von der Maschine, die Ergonomie passt einfach wunderbar und es ist ein total stimmiges Konzept. Vor allen Dingen, ihr dürft nicht vergessen, dass die Kiste neu gerade mal gut über 5.000 € kostet in der neuesten Euro 5 Variante und gebraucht kriegt ihr die natürlich noch günstiger. Ja, Schwachpunkte gibt es nicht wirklich großartige an diesem Motorrad. Also wofür die Maschinen bekannt sind, ist, dass die Relais, die verschiedenen Relais nicht besonders taugen sollen. Also das Beste, was ihr macht, ist erstmal die 4 Relais unter der Sitzbank auszutauschen. Das sind im Prinzip nur Pfennigartikel. Was auch immer Sinn macht, gleich wenn die Maschine ab Werk kommt, die Batterie zu tauschen. Die sind auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie ja, besonders lange halten. Ich meine, ich hatte mit meiner Batterie keine Probleme, habe aber trotzdem eine Lithium-Ionen-Batterie da eingebaut, allein um dauerhaft hier eine möglichst gute Batterie zu haben. Ja, alles andere, was man an dem Motorrad machen kann, ja, sind, ich sag mal, keine Must-Haves. Ne, das sind Sachen, die könnt ihr machen, wenn ihr einen bestimmten Einsatzzweck verfolgt oder wenn ihr einfach nur Spaß dran habt oder wenn ihr optisch irgendwas am Moped verändern wollt. Also ihr könnt einfach so mit dieser Maschine Spaß haben und es ist wirklich eine ernsthafte Alternative für gebrauchte Enduros und ich finde auch ja, das ideale Reisemotorrad, wenn ihr nicht nur Autobahnen fahrt. Mit diesem Motorrad braucht ihr euch einfach keine Sorgen zu machen, wenn ihr damit überall hinfahrt. Ihr habt wirklich einfache, simple Technik, die kann einfach und überall repariert werden von jedem normalen Mechaniker. Ihr braucht da keine besonders komplizierten Werkzeuge. Ihr könnt auch sehr viel selber machen. Ihr habt so gut wie keine Elektronik, bis auf die, ich sag mal, zuverlässigkeitsrelevanten Sachen wie elektronische Einspritzanlage, die natürlich heutzutage ja, das Nonplusultra ist. Allerdings habe ich jetzt auch keine Probleme mit Vergasern. Wenn Vergaser vernünftig eingestellt sind und wenn die nicht vergammelt sind oder lange stehen, dann habt ihr mit Vergasern auch überhaupt keine Probleme. Also es ist ohne Probleme auch möglich, ältere Modelle davon zu kaufen. Lest in den Foren mal nach, falls ihr euch ein altes Modell kauft, was die für spezifische Sachen haben, wo man eventuell was dran verändern sollte, bevor man damit Probleme bekommt. Aber diese Euro 5 Modelle, ja, die sind wirklich ja, schöne Maschinen. Ne? Also ich kann es nicht anders sagen. Ihr habt einfach wenig Stress mit diesen Maschinen. Also auch wenn ihr im Gelände fahrt, ne? Das ist einfach super erstaunlich. Also wenn ihr so eine übergewichtige, sag ich mal, BMW GS habt, die dann 270, 280 Kilogramm wiegt, ne? Eine Adventure 1250 GS oder irgend so eine Kiste, da habt ihr einfach keinen Spaß. Wenn ihr euch die Kiste mal umfällt, und das wird es, und insbesondere wenn ihr Gepäck habt oder wenn ihr vielleicht noch einen Sozius dabei habt, es ist eine unglaubliche Anstrengung, so eine völlig schwere Maschine hochzuwuchten. Auch im Gelände. Fahrt ihr im Gelände, dann ist es einfach viel, viel leichter, irgendwo aus dem Unterholz rauszukommen, irgendwo euch durchzuarbeiten, als wenn ihr ein Motorrad habt, was 250, 280 Kilogramm wiegt. Und das ist ein Riesenunterschied. Ich habe ja 2009 meine Tour gemacht mit der MZ, mit der Bagheera. Die war auch voll beladen oder sogar überladen. Und ich kann euch sagen, ich war froh, dass die Maschine ziemlich leicht war. Und ja, alles, was über 200 Kilogramm ist an fahrfertig, wird schon echt eng. Na, eventuell noch 210, vielleicht 215, 220 Kilo. Da muss man überlegen.
Aber ich sag mal, diese Hubraumklasse hier oder vielleicht auch die Klasse bis 500, 600 Kubik ist vielleicht noch eine ganz gute Alternative. Aber wie gesagt, ist eine Preis- und Philosophiefrage. Ich auf jeden Fall bin mit diesem kleinen Einzylinder voll und ganz zufrieden. Ja, meine Lieben, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat das Video hier so ein bisschen weitergebracht, obwohl es schon zahlreiche Videos zur Himalayan gibt, was im Prinzip auch daran liegt, dass die Maschine unglaublich populär geworden ist, zumindest in einer ganz bestimmten Szene oder in der Motorradszene durchaus Beachtung findet und einfach ein absolutes Unikat ist. Also diese Maschine ist mit nichts anderem im Markt zu vergleichen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt für mich persönlich eigentlich jetzt nur diese Himalayan oder eventuell eine Tenere 700, was auch ein absolutes tolles Motorrad ist. Also die Tenere ist, wie gesagt, auch so eine Maschine, die einfach von Yamaha ja, der absolute Burner ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen, allein von der Optik her. Aber die Tenere, wie gesagt, die kostet 11.000 bis 13.000 Euro, je nachdem, welche Variante ihr haben wollt. Und die Tenere ist natürlich auch eine Maschine, wenn ihr die mal versenkt irgendwo, dann werden die Sturzteile und alle Teile, japanische Ersatzteile, einfach richtig teuer und euer Budget eventuell auch ja, in ungeahnte Höhen katapultieren, wenn ihr es denn habt. Und ihr dürft auch nicht vergessen, wenn ihr verreisen wollt, ja, das kostet Geld. Und wenn ihr schon 11.000 Euro oder 13.000 Euro für eine Maschine ausgibt, habt ihr vielleicht keine Kohle mehr, um überhaupt wegzufahren. Und letzten Endes kommt es nicht unbedingt darauf an, dass er mit dem möglichst tollsten und neuesten Motorrad verreist, sondern es kommt darauf an, dass er irgendwie Abenteuer erlebt. Und dafür braucht er keine 11 oder 12 oder 15 oder sogar 20.000 Euro auszugeben. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Ich bin sehr zufrieden mit der Maschine und auch mit diesem Einzylinder und mit diesem ganzen Konzept. Für mich ist es ein Unikat. Ich kann euch nur raten, fahrt einfach mal zu einem Royal Enfield Händler. Es gibt genug Händler in Deutschland und auch in Europa und sonst wo. Fragt, ob die so ein Ding stehen haben, fahrt die Maschine, fühlt, wie sich das anfühlt mit der Leistung, mit dem Motor und dann solltet ihr euch überlegen, ob das nicht eine ernsthafte Alternative ist. Und ich sag mal, spart euch eine Menge Geld und steckt die lieber in eine tolle Reise, erlebt so ein paar Abenteuer oder macht von mir aus ein Enduro-Training oder eine andere schöne Sache damit und genießt einfach das Fahren mit dieser Maschine. Ihr braucht einfach nicht mehr. Das ist meine ehrliche Meinung. Ihr könnt mir sagen gerne, was ihr davon haltet oder wie ihr das seht. Es gibt, wie gesagt, immer verschiedene Ansichten, aber die Maschine ist einfach eine Reduzierung auf das Notwendigste und sowas ist heute kaum noch zu bekommen. Ja. So, Freunde, damit verabschiede ich mich für heute und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit und genießt das Leben, solange ihr noch könnt. Bis dann, ciao.